Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial für FEScreen-Sim. Heute zeige ich Ihnen, wie man einen bereits kinematisierten Roboter mit der Inverskinematik-Funktion von FEScreen-Sim ausstattet. Zuallererst importieren wir hierzu einen kinematisierten Roboter. Dazu nehme ich jetzt beispielsweise den KR1000, der in unserer Modellbibliothek bereits hinterlegt ist. Nach einer kurzen Zeit ist der Roboter importiert und auch in der Projektbaumstruktur vorhanden. Um diesen nun mit Inverskinematik auszustatten, brauche ich erstmal zwei Hilfsmittel. Als erstes den iKeyFrame-Helper und dann noch eine Art Ziel, Target, anhand dessen sich die positionelle und auch rotatorische Berechnung für die Inverskinematik orientiert. Dazu nehme ich jetzt beispielsweise ein Dekorationsobjekt und packe dies, wenn ich den ganzen Roboter benutzen möchte, an den Toolframe vorne hinan. Als nächstes selektiere ich meinen iKeyFrame-Helper und gehe in den Object Linking Teil des Property-Fensters. Hier sehe ich jetzt, dass dieser drei verschiedene Linking Slots hat. Für eine Root, für den Last Bone und für das iKey Target. Als erstes das Root. Hier nehmen wir jetzt den kinematischen Frame, also das höchste Elternelement in diesem Fall des Roboters. Und per Drag and Drop können wir es direkt an den iKey Frame linken. Als zweites nehmen wir den Last Bone. Hier nehmen wir jetzt innerhalb der kinematischen Struktur den letzten Joint, den wir finden können, in dem Fall bei diesem sechsachsigen Roboter eben die J6-Achse, und auch wieder per Drag and Drop Object linken wir ihn direkt an den Frame Helper. Als letztes noch das Target. Das ist, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, das bereits eingefügte Dekorationsobjekt, das ich am Toolframe positioniert habe. Auch wieder per Object Linker oder Drag and Drop verbinden. Man sieht, dass sich jetzt hier am iKeyFrame-Helper verschiedene Scene-Objekte direkt erstellt haben und auch der Roboter sich schon ein bisschen ausgerichtet hat. Jetzt können wir beispielsweise das Dekorationsobjekt hier selektieren und bewegen und sehen, dass dieser Roboter jetzt schon kinematisiert ist über die Inverse-Kinematik. Es können noch ein paar einzelne Einstellungen vorgenommen werden. Dieses müssen hier am iKey-Control, am Brain-Element gemacht werden. Das selektiere ich mir einmal und ziehe jetzt hier im Property Window einmal den Control Type. Hier kann ich jetzt zwischen positioneller Orientation bzw. rotatorischer Berechnung oder beides umschalten. Ich würde zum Beispiel mal empfehlen, auf beides umzuschalten und sehe dann auch, dass sich dann eben auch die Rotation verändert, wenn ich das Dekorationstarget hier drehe. Eine weitere mögliche Einstellung am iKey Brain ist Use Activation Slot. Wenn ich hier dieses Property aktiviere, bekomme ich hier einen Slot, in dem ich dann die Kinematisierung aus- und einschalten kann, falls ich dies nur möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit FEScreen-Sim.